Fly me to the 2, moon. 1, blast off. Let me play up there with those stars. Come in ideal countdown control. Ready for second launching. Atlas moving into position. Fuel her up. All set. Countdown. In other words, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, blast off! There you go! Wir haben uns inspirieren lassen, eine Zuckerrakete zu bauen. Dafür wollen wir diese Pappröhrchen benutzen und wir wollen die Unterseite mit Erde zustopfen, in die wir ein Loch bohren, und an der Oberseite wollen wir das Ganze mit einem Korken verschließen. Also unser Raketenmotor benutzt als Brennstoff Zucker. Da haben wir dieses Sorbit genommen, weil das schon bei geringeren Temperaturen flüssig wird. Und der Zucker, der reagiert mit diesem Kaliumnitrat. Das Kaliumnitrat hat die chemische Formel KNO3, also O3, das liefert den Sauerstoff. Und der Zucker als Brennstoff mit dem Sauerstoff geben die Hauptreaktion. Da kommt dann noch unser rotes Eisenoxid hinzu, davon nur 1 Gramm, also relativ wenig. Und das wirkt wie eine Art Katalysator und beschleunigt die Hauptreaktion zwischen dem Zucker und dem Salz. Also wir beginnen damit, den unteren Teil unseres Pappröhrchens ca. 2 cm mit Erde zu verstopfen, wo wir dann ein Loch reinbohren wollen, um unsere Düse zu bekommen. Wir haben jetzt die Unterseite mit Erde verstopft und jetzt lassen wir das erstmal, ja, die Erde war ein bisschen feucht, wir lassen es ein bisschen trocknen und der nächste Schritt ist, unsere Treibladung reinzufüllen, und wenn die auch dann da drin ist und fest ist, dann können wir das Ganze hier unten anbohren und ein bisschen trichterförmig kratzen, dass wir so eine Art Nozzle bekommen. So, wir brauchen jetzt 61 Gramm, also unser Ziel ist es, eine 100 Gramm Rakete zu machen, und wir fangen an mit 61 Gramm von unserem Kaliumnitrat. Hast du Tape, Marius? Also jetzt kommt der zweite Teil unserer Mischung und der besteht aus unserem Zucker, das ist in dem Fall Sorbit. Das haben wir genommen, da der bei einer geringeren Temperatur schon schmilzt. Das macht das Ganze beim Zusammenrühren angenehmer. Und dann kommt da noch rotes Eisenoxid hinzu. Und das Ganze mixen wir natürlich wieder, damit es feiner wird. Es ist wichtig, dass das Eisenoxid sehr fein ist und eine große Oberfläche hat, und es führt dazu, dass die Rakete, also dass der Treibstoff schneller abbrennt.
So, wir brauchen von unserem Zucker 35 Gramm. Und von unserem Eisenoxid brauchen wir nur sehr wenig, nämlich nur ca. 1 Gramm. Das müssen wir nicht so lange mixen, da unser Eisenoxid bereits schon sehr fein ist und unser Sorbitolzucker sowieso danach geschmolzen wird. Wir beginnen jetzt damit, unsere Treibladung, die wir eben gemixt haben, jetzt zu schmelzen. Dabei wird hauptsächlich unser Zucker schmelzen. Das ist schon heiß. So, ich glaube, das ist jetzt flüssig genug, damit wir das gießen können. So, den Rest heben wir uns auf und machen damit einen Probestreifen auf einem Stück Pappe, um einfach zu gucken, wie es abbrennt. Ja. So, und damit ist unser Gießprozess abgeschlossen. Damit unser Raketenmotor nicht von oben nach unten abbrennt, sondern von innen nach außen, kreieren wir in der Mitte einen Hohlraum, in dem wir jetzt noch in unsere noch flüssige Treibstoffmasse diesen Holzstab reinstecken, den wir eingefettet haben, damit er nicht so viel von der Masse drin kleben bleibt. So, und jetzt muss das Ganze fest werden. Und danach holen wir den Stab wieder raus und dann haben wir einen Hohlraum in der Mitte, wodurch beim Abbrennen das eben von innen nach außen verbrennen kann und nicht von oben nach unten. Ja. Falls du dann anbekommst? Na, das ist halt die Frage. Wollt ihr nicht lieber so einen kleinen Dunsen drin oder so irgendwas nehmen? Ja. Sieht gut aus. Was haben wir jetzt in die Nebelmaschine gedrückt?
kann einfach Zucker mit Salz mischen Ja, und abfackeln. Cool. Brauchst du ein Ringlicht machen jetzt? Das sieht richtig gut aus. Also, wir haben ja vorhin unsere Treibladung in unseren Raketenmotor gegossen und haben den Holzstab in der Mitte rausgezogen. Und jetzt wollen wir das Loch hier oben verschließen. Dafür wollen wir diesen Korken verwenden. Also wir kleben jetzt unseren Korken mit Heißkleber hier ein, um unseren Raketenmotor oben dicht zu bekommen. Weil unser heißes Gas soll nur nach unten durch die Düse raus. Ich mache da jetzt einfach mal gut Heißkleber drauf. Der Hoffnung viel hilft viel, dass das da oben der Korken nicht rausfliegt. Also wir haben jetzt unseren Korken hier oben mit Heißkleber in unseren Raketenmotor eingeklebt und einfach um uns weiter abzusichern, dass der uns nicht nach oben rausfliegt, tackern wir den jetzt nochmal fest. So. Also unser Raketenmotor ist jetzt soweit fertig. Es fehlt nur noch unten unser Loch, also unsere Düse, wo dann der Abgasstrahl rauskommt, der unsere Rakete nach vorne treibt. Also wir sind jetzt mit dem Bohren bis auf unsere Treibladung durch und jetzt tue ich den unteren Teil hier so ein bisschen kegelförmig ausschaben, um eine Düse zu bekommen. Ja, das Ist auch relativ schwer, also hier unten natürlich wegen der Erde, aber gut, der Korken ist leicht, da bin ich relativ glücklich mit. Als letzten Schritt müssen wir jetzt noch eine Zündschnur unten in unseren Raketenmotor stecken, um ihn damit zu starten. Also wir haben jetzt hier ein bisschen übergebliebenes Schwarzpulver und wir haben uns dazu entschieden, jetzt da noch ein bisschen Schwarzpulver reinzutun, bevor wir die Zündschnur da reinstecken. Einfach weil wir in diesem Test draußen gesehen haben, dass dieser Raketenbrennstoff relativ schwer entflammbar ist, also schwer zu entzünden ist. Und wir haben Bedenken, dass das mit der Zündschnur direkt angeht. Deswegen gehen wir auf Nummer sicher und tun jetzt noch ein bisschen Schwarzpulver mit rein. So, wir wollen jetzt noch als letzten Schritt an unsere Rakete Finnen dran kleben, einfach damit wir sie aufrecht hinstellen können und damit sie vielleicht ein bisschen besser fliegt. Und dafür nehmen wir einfach hier so Pappstückchen.
brauchen eine Startrampe. Ist einfach umgekippt. Ja. Also sie hat sich ein kleines Stück vom Boden bewegt. Sie ist da gestartet. Und jetzt liegt sie da, aber sie ist anscheinend sofort wieder runtergefallen und umgekippt und hat sich in den Boden gedrückt. Guck mal, das Loch sieht gut aus. Also, Ja, unsere Düse sieht gut aus. Da ist nichts aufgeplatzt. Der Korken oben hat auch gehalten. das können wir noch verwenden. Also im nächsten Video versuchen wir das Ganze dann zu optimieren und vielleicht eine Startrampe oder irgend sowas zu bauen, damit sie dann auch fliegt. Also wir wollen jetzt diese Rakete, die wir gestern gebaut und getestet haben, einmal aufschneiden, um zu sehen, wie sie innen drin aussieht und wie sie abgebrannt ist. Also das ist die Rakete, die wir gestern gebaut haben. Jetzt haben wir sie aufgeschnitten und hier kann man nochmal schön sehen, dass wir hier unten in den ersten ca. 2 cm unsere verdichtete Erde haben, wo dann unsere Nozzle drin war, das Loch, was wir reingebohrt haben, wo die heißen Gase rausgehen. Dann hier oben war unsere Treibladung drin und im oberen Teil haben wir das Ganze mit einem Sektkorken verschlossen, den wir mit Heißkleber eingeklebt haben und nochmal mit Tackernägeln gesichert haben. Man kann jetzt hier auch schön sehen, dass unsere Treibladung ziemlich rückstandsfrei verbrannt ist. Da ist so ein bisschen Rest ist da zwar drin, aber unsere Düse war auch groß genug, sodass sie nicht verstopft ist. Und jetzt versuchen wir bei unserer nächsten Rakete unsere Düse mittiger zu bekommen, damit unser Schub auch mittig aus der Rakete rausgeht, damit sie gerader fliegt.